Das Schöne an Geburtstagen ist ja immer, dass man auch Zeit zum Reflektieren hat. Wir alle haben das wahrscheinlich schon mal an einem oder anderen Ort gemacht, wo man plötzlich diese unendliche Vielfalt von Informationen hat und sich dann irgendwie überlegt, was machen wir jetzt eigentlich damit? Wie wir uns mit unserer Geschichte auseinandersetzen und womit wir uns beschäftigen, das erzählt sehr viel darüber, wie wir die Zukunft sehen. Das Risiko einzugehen, sich zu fokussieren und 2 Elemente zu machen und damit auch den Besucherinnen wirklich die Möglichkeit zu geben, über die Geschichte der Berliner Festspiele zu lernen und nicht in einem Wust von Informationen zu versinken. Wir haben hier im Herzen der Wand einen Zeitstrahl mit hier unser Urfestival, unser Mutterfestival, die Berliner Festwochen. 51, 5. September 51 ging es los. Die Geschichte der Festspiele ist die Geschichte eines Organismus in Veränderung. Wir erleben die Festspiele als eine Institution, die ständig ausprobiert, was funktioniert, die merkt, wann etwas neu und wichtig ist und irgendwann auch merkt, wann man den nächsten Schritt machen muss. Diese Grafik erzählt sehr, sehr viele Geschichten und die Festspiele haben immer außereuropäische Sachen gezeigt. Südasien, Lateinamerika, Afrika, USA. Dadurch, dass die ersten 2 Jahre zum Beispiel von den westlichen Alliierten finanziert wurden, die haben auch Gastspiele nach Berlin gebracht aus den USA, aus Frankreich, aus England. Die Festspiele waren sehr groß angelegt, möglichst viel Publikum anzusprechen. Also es gab nicht nur Konzerte, Theater, Oper, sondern auch Boxwettkämpfe, Wagenrennen, Sportveranstaltungen. Was gab es für Langzeitformate? Da merken wir, dass die Festspiele eigentlich eine Institution waren, die immer unterstützt haben, wenn Künstler über die Grenze gegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es besonders lang, besonders groß, besonders offen gestaltet haben. Festwochen, das ist auch außen, es ist Berliner Stadtgeschichte, die vielen Brachen, die es vielleicht heute nicht mehr gibt, aber auch der Mauerstreifen gespielt wurde von Künstlern wie Alan Capro oder Wolf Hostel. Die Festspiele hatten ja eigentlich nur einen Verwaltungsort. Und erst mit dem Haus der Berliner Festspiele und diesem Ausstellungshaus Gropiusbau haben die Festspiele ihre Spielorte bekommen. Diese Lebenslinien der Festspiele haben natürlich auch Brüche. Und man muss immer sagen, es ist erstmal auch die Lebenslinie der Westberliner Pflanze. Alles, was wir hier sehen, ist sozusagen das Pendant zu den Festtagen im Osten. Von Anfang an ist diese Berliner Festwochengeschichte eine Ost-West-Berliner Geschichte. Dieses Berlin als Konstruktion für Frieden in der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und insofern lagert unter der Kunst immer schon Zeitgeschichte. Man kann natürlich alles bebildern und die fett gedruckten Highlights abarbeiten in so einer Arbeit. Man kann aber auch gucken, wie die Sachen miteinander wirken, aufeinander reagieren, auf die Zeitgeschichte. Und das war, glaube ich, das Spannende in dem Projekt, dass man bei dieser Institution nicht nur alle möglichen Kunstformen vorfindet, sondern gleichzeitig alles überladen ist mit Zeitgeschehen. Ich will unbedingt betonen, dass es die größte Auseinandersetzung der Berliner Festspiele mit ihrer eigenen Geschichte in der Geschichte der Festspiele überhaupt ist. Es sind 1000 Stunden Filmmaterial aus diversen Archiven gesichtet worden, um genau das, was Sie jetzt hier gefiltert sehen können, herauszukristallisieren. Wir sehen ja hier über 300 Minuten Film in dieser Ausstellung. Die Entscheidung von Thilo Fischer und David von der Stein war, dass sie die großen künstlerischen Meilensteine der Festspielgeschichte zu einer Collage, einer sehr einzigartigen Begegnung mit herausragenden künstlerischen Momenten verdichten, die wir ansonsten überhaupt nicht zugänglich hätten. Es ist nicht so einfach, für all diese Beiträge die Lizenzen zu bekommen. Und das ist ein ganz schöner Moment in der Arbeit, als wir festgestellt haben, wir reaktivieren auch tatsächlich etwas. Wir treten mit den Künstlern, die irgendwann mal in den 60ern, in den 70ern hier aufgetreten sind, tatsächlich wieder in Austausch und man verfolgt den Produktionsprozess nochmal nach.